Oh, ganz schön kalt. Ich glaube, bei diesem Wetter wird das Zeit für ein Indoor-Projekt. Oh Mama, mein Zaun ist kaputt. Oh, tatsächlich. Dann müssen wir was machen. Wir machen einen neuen. Ach ja, und neue könnte ich auch gebrauchen. Damit deine Pferde mehr Platz haben. Okay, na dann schauen wir mal, was wir finden. Schau mal, ich habe hier noch ein paar getrocknete Restweiden. Damit können wir bestimmt was machen. Ich suche zuerst ein paar längere Stücke und schneide sie noch auf die gewünschte Länge. Für jedes Zaunelement brauche ich einen langen Stock. Jetzt schneide ich noch etwas kürzere Stöckchen. Das werden die Rundholzelemente für rechts und links sein. Jetzt nehme ich meine langen Stücke und spalte sie in der Mitte. Das mache ich mit dem Messer, indem ich das Messer vorsichtig hin und her drehe. Dadurch spaltet das Holz entlang der Faser. Als nächstes bereite ich mir die einzelnen Zaunsprossen vor. Das sind die kürzesten Stöcke, die auch mal genauso wie die langen Stöcke gespaltet werden. Das geht entweder mit der Gartenschere und anschließend mit dem Messer oder einfach nur mit der Gartenschere. Einfach reinschneiden und die Schere ein bisschen anheben. Schon haben wir 2 Stückchen. Jetzt geht es weiter an den Tisch. Ich lege mir mal meine langen Teile zurecht. Als Muster habe ich mir ein altes Zaunelement daneben gelegt. Und zuerst klebe ich mal die Rundhölzer rechts und links. Ich klebe sie so, dass nach unten etwas mehr rausschaut als nach oben. Jetzt die andere Seite und dann die einzelnen Sprossen. Zuerst verteile ich sie gleichmäßig auf der gesamten Länge und dann klebe ich sie einzeln. Dazu verwende ich mal Heißkleberpistole. Wenn alle 4 Elemente fertig sind, brauche ich noch Verbindungsstücke. Die schneide ich aus einem gut getrockneten Ast, in dem Fall war es ein Ahornast, etwa 3 cm Länge. Für 4 Zaunelemente brauche ich auch 4 Verbindungsstücke, also brauche ich erstmal 2 solche Klötzchen. Diese werden dann mit dem Messer gespalten. Jetzt brauche ich etwas mehr Kraft, deswegen muss ich das Messer mit dem Hammer reinklopfen. Sobald das Messer drin steckt, kann ich auch mal mit einer vorsichtigen Drehbewegung und Hebelwirkung kann ich das Stock einfach aufbrechen. Als nächstes bohre ich noch Löcher in den Stöcken. Die Größe der Löcher soll passend zu den Rundhölzern an dem Zaunelement sein. In dem Fall waren es 8 mm. Zum Schluss runde ich noch die Ecken und Kanten von den Verbindungsstücken, so dass keine Splitter oder scharfe Kanten da sind, damit man auch schön und angenehm damit spielen kann. Jetzt ist mein Zaunelement fertig.
und man kann prima damit spielen. Man kann sie beliebig einstellen, öffnen oder zumachen, so wie man es gerade haben will. Na, endlich können wir mal mit den Pferden spielen, Kathi. Endlich ist Shadow wieder im Gehege. Das war aber ein Au. Gut, Mama, der neue Zaun ist richtig toll. Schön. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns den Daumen hoch und abonniere unseren Kanal. Tschüss. Tschüss.